Willkommen zum 4. Modul unserer AI-Act-Schulung. Nachdem wir in den ersten 3 Modulen einen Überblick gewonnen haben, was keine AI im Sinne des AI-Actes ist, was verboten ist und welche umfängliche Dokumentation Hochrisiko-KI-Systeme benötigen, reden wir nun über Transparenzpflichten, die auch KI-Systeme mit begrenztem Risiko betreffen. Transparenz ist eines der Kernprinzipien des AI-Act. In diesem Modul beschäftigen wir uns mit den allgemeinen Transparenzpflichten, die über die Hochrisikoanforderungen hinausgehen und eine breite Palette von KI-Systemen, also auch solche mit begrenztem Risiko betreffen. Diese Regeln sind besonders praxisrelevant, da sie auch vermeintlich harmlose Systeme wie Chatbots oder Content-Generatoren betreffen. Warum legt die EU so großen Wert auf Transparenz? Die Antwort ist einfach und tiefgreifend zugleich. Menschen haben das Recht zu wissen, wenn sie mit KI interagieren. Sie müssen informierte Entscheidungen treffen können. Und bei generierten Inhalten muss erkennbar sein, was echt und was künstlich ist. Diese Transparenzpflichten gelten zusätzlich zu eventuellen Hochrisikoanforderungen. Ein Recruiting-Chatbot unterliegt also sowohl den Hochrisikoanforderungen als auch den Transparenzpflichten für KI-Systeme, die mit Menschen interagieren. Die verschiedenen Pflichten addieren sich in der Wertschöpfungskette. Zum einen treffen diese Pflichten die Anbieter von KI-Systemen, zum anderen auch die Betreiber. Für Anbieter eines KI-Systems gilt verpflichtend eine Kennzeichnung bei direkter Interaktion mit einem Nutzer, zum Beispiel bei Chatbots. Hier muss eine Information dazu erfolgen, dass mit einem KI-System interagiert wird. Eine Ausnahme AdSpam kann gelten, wenn die Nutzung eines KI-Systems offensichtlich ist. Des Weiteren gilt das Gleiche bei der Generierung synthetischer Inhalte. Hier muss eine maschinenlesbare Kennzeichnung, zum Beispiel ein Wasserzeichen, eingebracht werden. Eine Ausnahme kann gelten, wenn es sich nur um eine unterstützende Funktion für Standardbearbeitungen handelt. Aber auch die Betreiber eines KI-Systems mit begrenztem Risiko treffen Transparenzpflichten. Zum einen ist hier der Bereich der Emotionserkennung zu nennen. Auch hier hat eine klare Information gegenüber betroffenen natürlichen Personen zu erfolgen. Ausnahmen können bei bestimmten KI-Systemen mit entsprechenden Schutzvorkehrungen gelten. Auch für sogenannte Deepfakes gilt die Pflicht zur Offenlegung, dass diese künstlich erzeugt wurden. Als Ausnahme kann eine eingeschränkte Offenlegungspflicht gelten, wenn es sich zum Beispiel offensichtlich um künstlerische oder satirische Inhalte handelt. Auch die Nutzer von KI-Systemen zur Textgenerierung oder Textmanipulation bei Texten von öffentlichem Interesse sind verpflichtet, die künstliche Erzeugung offenzulegen. Und auch hier gelten eventuell Ausnahmen, sofern eine menschliche Überprüfung stattfindet, in der auch die redaktionelle Verantwortlichkeit klar und nachvollziehbar zugeordnet werden kann. Lassen Sie uns die Konstellation noch einmal etwas weitergehend vertiefen. Beginnen wir mit KI-Systemen mit direkter Mensch-Maschine-Interaktion und der Pflicht zur Offenlegung bei direkter Interaktion. Wenn Ihr KI-System direkt mit natürlichen Personen interagiert, müssen diese darüber informiert werden, dass sie es mit KI zu tun haben. Direkte Interaktion ist weit gefasst zu verstehen. Es umfasst Chatbots, virtuelle Assistenten, Sprachdialogsysteme, aber auch interaktive Avatare oder KI-gesteuerte Berater. Sobald ein Mensch glauben könnte, er kommuniziere mit einem anderen Menschen, greift die Transparenzpflicht. Die Information muss klar und deutlich erfolgen, und zwar zum Zeitpunkt der ersten Interaktion. Ein kleiner versteckter Hinweis in den allgemeinen Geschäftsbedingungen reicht nicht. Die Person muss es verstehen, bevor sie substanziell mit dem System interagiert. Damit steht die Frage im Raum: Wie genau müssen Sie kennzeichnen? Der AI-Act selbst gibt aktuell keine detaillierten Vorgaben, sondern fordert eine klare und unterscheidbare Information. Das lässt Interpretationsspielraum, bedeutet aber auch Unsicherheit. Aus der Praxis haben sich einige Best Practices entwickelt. Bei Chatbots hat sich ein deutlicher Hinweis zu Beginn der Konversation bewährt, wie zum Beispiel: Sie chatten mit einem KI-Avatar oder dies ist ein automatisierter Assistent. Bei Sprachsystemen sollte die Ansage gleich zu Beginn erfolgen.
Die Kennzeichnung muss während der gesamten Interaktion präsent bleiben. Ein Symbol, das permanent sichtbar ist, kann helfen. Denken Sie daran, Nutzer vergessen schnell, besonders bei überzeugenden KI-Systemen. Sprechen wir noch einmal über Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht. Erstens. KI-Systeme, die gesetzlich autorisiert sind, um Straftaten aufzudecken, zu verhindern, zu untersuchen oder zu verfolgen. Ein KI-System, das Online-Betrug aufdeckt, muss sich nicht als solches zu erkennen geben. Das wäre kontraproduktiv. Zweitens. Wenn die KI-Nutzung aus dem Kontext offensichtlich ist. Wenn jemand explizit einen KI-Assistenten aufruft, muss nicht bei jeder Interaktion erneut darauf hingewiesen werden. Aber Vorsicht! Offensichtliche Nutzung ist ein dehnbarer Begriff. Kommen wir zu einem der für Sie vermutlich in der Praxis täglich relevantesten Bereiche, nämlich Kennzeichnung und Transparenz im Bereich generativer KI-KI-Systeme, also KI-Systemen, die synthetische Inhalte generieren. Sie müssen diese so kennzeichnen, dass sie als KI generiert erkennbar sind. Das betrifft Text, Bilder, Audio und Video. Jeder Content, der von Ihrer KI generiert wurde, muss gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss in einem maschinenlesbaren Format erfolgen und effektiv, interoperabel, robust und zuverlässig sein, soweit dies technisch machbar ist. Was bedeutet das konkret? Für Bilder könnten das Wasserzeichen oder Metadaten sein. Für Texte könnten spezielle Marker oder kryptografische Signaturen verwendet werden. Die technischen Standards und Normen werden noch entwickelt, aber die Pflicht gilt leider bereits. Der AI Act etabliert generell eine doppelte Verantwortung. Hersteller bzw. Provider müssen auf der einen Seite technische Mechanismen einbauen, um die Kennzeichnung zu ermöglichen. Verwender bzw. Deployer müssen auf der anderen Seite sicherstellen, dass die Kennzeichnung tatsächlich erfolgt und für Nutzer gut sichtbar ist. Wenn Sie als Unternehmen ein Large Language Modell nutzen, um Marketingtexte zu generieren, reicht es nicht, sich darauf zu verlassen, dass schon irgendwer irgendwelche Marker eingebaut hat. Sie müssen aktiv sicherstellen, dass Ihre Nutzer erkennen können, dass die Texte KI generiert sind. Es gibt auch hier nur wenige Ausnahmen oder Beschränkungen bei der Kennzeichnungspflicht, zum Beispiel im Bereich der Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten oder bei offensichtlich eindeutig künstlerischen und fiktionalen Werken. Im Zweifel sollten Sie sich juristisch beraten lassen. Die sogenannten Deepfakes treffen aber die strengsten Anforderungen. Für Deepfakes gelten besonders strenge Regeln. Deepfakes sind definiert als künstlich intelligenzgenerierte oder manipulierte Bild-, Audio- oder Videoinhalte, die bestehende Personen, Objekte, Orte oder andere Entitäten oder Ereignisse so darstellen, dass sie fälschlicherweise als authentisch oder wahrhaftig erscheinen. Bei Deepfakes muss die Kennzeichnung besonders prominent erfolgen. Ein versteckter technischer Marker reicht nicht. Die Information muss klar und deutlich sichtbar bzw. hörbar sein. Bei Videos könnte das ein permanentes Wasserzeichen sein, bei Audio eine regelmäßige Ansage. Es gibt Ausnahmen für Kunst und Satire. Es gibt Ausnahmen für offensichtlich künstlerische, kreative, satirische, fiktionale oder analoge Werke. Aber auch hier muss die KI-Nutzung offengelegt werden, nur eben auf eine Weise, die das Werk nicht zerstört. Ein KI-generierter Kunstfilm muss nicht mit einem riesigen KI-generiert Wasserzeichen versehen werden. Aber im Abspann oder in der Beschreibung muss klar stehen, dass KI verwendet wurde. Die Balance zwischen künstlerischer Freiheit und Transparenz ist schwierig. Im Zweifel sollten Sie sich von Experten beraten lassen und das Gutachten gut aufbewahren. Emotionserkennung und biometrische Kategorisierung sollten wir noch einmal ansprechen. Diese sind am Arbeitsplatz zwar verboten, aber in anderen Kontexten unter Umständen erlaubt, dann aber mit strengen Transparenzpflichten. Wenn Sie solche Systeme einsetzen, müssen Sie die betroffenen Personen informieren. Das muss vor der Verarbeitung geschehen, klar und verständlich sein und den Zweck der Verarbeitung erklären. Ein Einzelhandelsgeschäft, das Emotionserkennung zur Kundenzufriedenheitsmessung einsetzt, muss das deutlich so kennzeichnen, dass betroffene Personen sich darauf einstellen können und zur Not das Geschäft wieder verlassen können. Kommen wir auf das Thema KI-generierte Texte von öffentlichem Interesse zu sprechen.
Eine Sonderregelung gibt es für KI-Systeme, die Texte generieren oder manipulieren, welche der Information der Öffentlichkeit zu Angelegenheiten von öffentlichem Interesse dienen. Solche Texte müssen künftig immer als KI generiert gekennzeichnet werden. Die einzige Ausnahme: wenn der Text einem menschlichen Überprüfungsprozess unterlag und eine natürliche oder juristische Person die redaktionelle Verantwortung trägt. Das betrifft potenziell alle KI-generierten Nachrichtenartikel, Pressemitteilungen oder auch Social-Media-Posts zu politischen oder gesellschaftlichen Themen, die in der EU landen. Die Grenze zwischen öffentlichem Interesse und anderen Themen ist nicht immer klar. Im Zweifel kennzeichnen Sie lieber zu viel als zu wenig. Kommen wir zur praktischen Umsetzung der Kennzeichnung. Die technischen Anforderungen sind herausfordernd. Maschinenlesbar bedeutet, dass andere Systeme automatisch erkennen können müssen, dass Content KI generiert ist. Robust bedeutet, dass die Kennzeichnung nicht einfach entfernt werden kann. Für Bilder entwickelt die Industrie Standards wie C2PA von der Coalition for Content Provenance and Authenticity. Diese fügen kryptografisch signierte Metadaten hinzu, die die Herkunft dokumentieren. Für Text gibt es noch keine etablierten Standards. Hier experimentiert die Industrie noch mit verschiedenen Ansätzen. Wasserzeichen, also Watermarkings, sind eine populäre Lösung, haben aber Grenzen. Sichtbare Wasserzeichen können aber die Nutzbarkeit beeinträchtigen. Unsichtbare Wasserzeichen können oft mit etwas Aufwand entfernt werden. Und bei Text ist Watermarking besonders schwierig. Die Kommission und das AI Office arbeiten an Codes of Practice, die technische Standards definieren sollen. Bis diese vorliegen, müssen Sie selbst entscheiden, was dem Stand der Technik entspricht. Dokumentieren Sie Ihre Überlegungen. Warum haben Sie sich für eine bestimmte Lösung entschieden? Die Umsetzung der Transparenzpflichten ist nicht nur technisch herausfordernd, sondern auch organisatorisch. Sie müssen Prozesse etablieren, um sicherzustellen, dass jeder KI-generierte Content gekennzeichnet wird. Das beginnt bei der Awareness. Alle Mitarbeiter, die mit KI-Tools arbeiten, müssen die Kennzeichnungspflichten kennen. Es braucht klare Richtlinien. Wann muss wie gekennzeichnet werden? Und es braucht Kontrollen. Wurde die Kennzeichnung auch wirklich durchgeführt? Gibt es Nachweise dafür? Werden die Unterlagen sicher aufbewahrt? Dann sollten wir über praktische Compliance-Strategien reden. Wie bereiten Sie sich proaktiv gut vor? Erstens. Machen Sie eine Bestandsaufnahme. Welche Ihrer Systeme interagieren mit Menschen? Welche generieren Content? Wo könnten Transparenzpflichten greifen? Zweitens. Entwickeln Sie Standards für Ihre Organisation. Wie soll die Kennzeichnung aussehen? Welche technischen Lösungen nutzen Sie? Erstellen Sie Templates und Muster, die Ihre Teams nutzen können. Fertigen Sie Dokumentation und Protokolle als Nachweise an. Drittens. Implementieren Sie die Kennzeichnung systematisch. Das kann bedeuten, Ihre Systeme anzupassen, neue Tools einzuführen oder Prozesse zu ändern. Planen Sie ausreichend Zeit ein. Die technische Umsetzung ist oft komplexer als gedacht. Viertens. Richten Sie ein eigenes kontinuierliches Monitoring ein. Überwachen Sie die Implementierung, die Dokumentation, die Entwicklung Ihrer Verpflichtungen. Was können Sie an Durchsetzung und anderen Maßnahmen von außen erwarten? Wie werden die Transparenzpflichten durchgesetzt, die Sie in die reaktive Position drängen? Die Marktüberwachungsbehörden haben weitreichende Befugnisse. Sie können Testkäufe durchführen, Systeme prüfen und bei Verstößen Bußgelder verhängen. Vertragspartner, wie zum Beispiel Kunden, treten eventuell mit Regressforderungen an Sie heran. Dann sollten Sie sich mit klarer Dokumentenlage verteidigen können. Aber eine weitere Gefahr kommt möglicherweise von anderer Seite. Verbraucherschützer und NGOs beobachten genau, ob Unternehmen die Transparenzpflichten einhalten. Verstöße können zu teuren Abmahnungen und Reputationsschäden führen. Transparenz hat ihren Preis. Die Implementierung technischer Kennzeichnungslösungen kann teuer sein.
Die Anpassung von Prozessen kostet Zeit und Ressourcen. Und der Mehraufwand pro Prozess macht auf Dauer die davon abhängigen Produkte und Services teurer. Und manche Geschäftsmodelle funktionieren möglicherweise überhaupt nicht mehr, wenn die KI-Nutzung offengelegt werden muss. Aber sehen Sie es positiv. Transparenz schafft Vertrauen. Nutzer, die wissen, dass sie mit KI interagieren, können informierte Entscheidungen treffen. Und Unternehmen, die transparent mit KI umgehen, positionieren sich als langfristig vertrauenswürdige Partner. Die Transparenzanforderungen werden sich weiterentwickeln. Die technischen Standards für Kennzeichnung werden konkretisiert. Möglicherweise kommen neue Transparenzpflichten hinzu, wenn neue Risiken erkannt werden. Bleiben Sie flexibel. Implementieren Sie modulare Lösungen, die anpassbar sind. Und beobachten Sie die Entwicklung der harmonisierten EN-Standards. Wer früh auf die richtigen Technologien setzt, hat einen Vorteil. Übrigens, die EU ist nicht allein mit Transparenzforderungen. Auch andere Jurisdiktionen fordern Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten. China hat eigene Regeln, die USA diskutieren verschiedene Ansätze, ebenso UK und weitere Länder. Für international tätige Unternehmen bedeutet das, sie müssen möglicherweise unterschiedliche Kennzeichnungsstandards erfüllen. Die gute Nachricht: Wer die strengen EU-Anforderungen erfüllt, ist meist auch für andere Märkte gut aufgestellt. Zusammenfassung und Abschluss dieses Moduls. Die Transparenzpflichten des AI Act sind weitreichend und betreffen viele KI-Systeme. Sie erfordern technische Lösungen für Kennzeichnung und organisatorische Maßnahmen für deren Umsetzung. Die Anforderungen sind herausfordernd, aber erfüllbar. Der Schlüssel ist systematisches Vorgehen. Identifizieren Sie betroffene Systeme, entwickeln Sie Kennzeichnungsstandards, implementieren Sie diese konsequent und überwachen Sie die Einhaltung. Transparenz ist nicht nur eine rechtliche Pflicht, sondern auch eine Chance, Vertrauen aufzubauen. Im nächsten Modul werden wir uns mit den unterschiedlichen Rollen im AI Act beschäftigen: Provider bzw. Anbieter versus Deployer bzw. Verwender. Sie werden lernen, welche Rolle Sie einnehmen und welche spezifischen Pflichten damit verbunden sind. Die Abgrenzung ist nicht immer einfach, aber für Ihre Compliance entscheidend.